Ja. Das ist wahrscheinlich arschlaut und wir segeln nur mit Großgrad. Auch nur gerefftem Groß. Und heute ist ein schöner Segeltag. So, da sind wir wieder. Hallo, lang ist es her. Ich glaube tatsächlich, gehört von uns habt ihr im Februar. Da waren wir aber schon in der Marina und haben echt oft bis spät in die Nacht geschuftet. Weshalb dann, obwohl wir zwischendrin gefilmt haben, manchmal echt keine Zeit war, die Videos dann noch zu schneiden. Zum Schluss dann sowieso gar nicht mehr. Aber jetzt, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, wir haben es aus der Marina rausgeschafft. Wir sind wieder unterwegs und damit auch zurück in alter Frische. Und wie man auch sehen kann, hinter mir und über mir und neben mir haben wir jetzt eine Kuchenbude und Polster. Wir hatten es ja eh schon immer recht komfortabel mit unserem Sender-Cockpit, aber jetzt mit der Kuchenbude und mit den Polstern ist es nochmal ein komplett anderes Gefühl. Es ist einfach wie nochmal ein Raum. Das Segeln ist so viel noch entspannter, als es bei uns sowieso schon war. Wir sind wirklich happy und froh, dass wir jetzt die Kuchenbude haben. Sind mega glücklich. Ja, ansonsten waren wir in der Marina hauptsächlich mit unserer Liste beschäftigt. Ich blende sie euch mal ein. Also gelb ist Marius, grün, das bin ich. Zu meiner Verteidigung. Ich habe so 1, 2 Projekte gehabt, die echt kein Ende mehr finden wollten. So wie zum Beispiel das Dingi. Das war aber eine komplette Odyssee für sich selber. Da mache ich mal ein komplett separates Video drüber. Ja, aber wie gesagt, gelb war Marius, der hat richtig Gas gegeben und wie das dann aber immer so ist, man hat eine Sache auf der Liste erledigt und es tauchen auf einmal 5 Sachen auf, die überhaupt gar nicht auf der Liste standen. Und so war es natürlich auch bei uns in unserem Fall. Und irgendwann haben wir dann bei einem dieser Aktionen dann festgestellt, dass wir ein erstes Deck haben. Gefunden haben wir die Stelle eigentlich nur dank Marius Spürsinn. Der wollte, nachdem er ja letztes Jahr die Elektronik komplett bei uns neu gemacht hat, in der Marina jetzt die Kabel beschriften und sortieren, hat er dann noch angefangen und hat dann festgestellt, dass wir 2 feuchte Stellen im Motorraum haben. Einmal bei der Pumpe vom Wassermacher und einmal bei dem Schallschutz bei den Membranen vom Wassermacher. So, es gibt jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, wie bei uns Wasser in den Motorraum gelangen kann. Vor allem an diese 2 Stellen. Also haben wir genau 2 Möglichkeiten, wie das Wasser da reingekommen sein kann. Wir haben einmal eine Safety Hatch, die hat einen Ablass. Haben wir nachgeguckt, Safety Hatch ist trocken gewesen. Das war nicht das Problem. Blieb also nur noch die Backbord-Backskiste im Cockpit. Die hat einen Verteilerkasten mit Kabel und Schläuchen, die in den Motorraum führen. Also Backskiste ausgeräumt, nachgesehen und tatsächlich in der hintersten Ecke war es leicht feucht. Bedeutet, wenn wir uns bewegt haben, wenn das Boot sich bewegt hat, nach vorne oder so, ist dementsprechend dann das Wasser in den Motorraum gelaufen. So, wie kommt jetzt das Wasser in die Backskiste? Da ist weder ab noch Zugang. Nachgeschaut, haben wir festgestellt, dass irgendwer irgendwann, wahrscheinlich der Voreigner, aus irgendwelchen Gründen mal eine Probebohrung von unten in der Backskiste ins Deck gemacht hat. Und da hat es dann reingesifft. War für uns klar, da ist Wasser drin, müssen wir aufmachen, müssen wir reingucken. Ich glaube, ich mache hier noch einmal einen Cut. Jetzt müssen wir frisch laminieren. Guckt ihr, das ist alles weich. Hier ist noch hart. Was geht ab? Also, wir haben jetzt die Stelle identifiziert.
Man sieht jetzt vielleicht, dass es reinträgt, aber von oben steht ein bisschen Wasser. Und genau hier sickert es ganz langsam rein. Das ist jetzt noch ein bisschen aufgedremelt. I don't know. Und jetzt man sieht hier ein trockenes Zebertuch. Ich tippe da jetzt mal rein. Und jetzt hier, man sieht die feuchte Stelle. So. Da waren Risse drin im Gelcoat und die Risse gingen durch den Gelcoat weiter durch bis ins Laminat, und im Laminat sind auch ein paar Mikrorisse. Und hier trägt es richtig schön rein. Das ist eine Stelle, das ist nicht viel, aber über die Jahre ist es dann halt doch viel. Ja, das ist jetzt die Stelle. Ich mache jetzt trotzdem hier noch weiter runter, also Richtung Vorschiff, noch mal ein paar Probebohrungen, um hundertprozentig sicher zu sein. Ja, wenn man das jetzt einmal auffange, dann kann man das ja, richtig durchziehen. Und ja, so sitze ich hier drin. Machen wir die Kamera aus. Das Licht. Ja, und im Voreigner wurde halt erzählt, ja, rein kosmetischer Schaden da in der Ecke. Muss man nichts machen. Überhaupt nichts notwendig, irgendwas zu machen. Und jetzt haben wir da halt voll feuchtes Balsa. Wir haben jetzt schon Cosa-Platten bestellt von der Linden. Die sind auch schon da. Wir haben 5 Liter Epoxy da. Wir haben Glasgewebe da. Wir haben alles da, um das jetzt zu reparieren. Wir werden das auch reparieren und dann ist sie wieder stabil, die Gute. Gehen wir weiter segeln. Ja, aber der erste Schock war schon, man denkt dann halt, oh Gott, haben wir jetzt überall ein feuchtes Deck? Ist es jetzt ein Problem? Müssen wir jetzt das komplette Deck aufmachen und gucken, was das Problem ist? Aber ne, es hat sich jetzt rausgestellt, es ist einfach nur hier. Es ist sehr lokal. Hier oben. Hier waren Schrauben. Da ist es reingelaufen dann. Also normal, man sieht ja auch noch die Reste da. Normalerweise ist der komplette Teil hier separiert vom restlichen Balsa, weil hier die Löcher sind für die Befestigung der Backskiste, also um die Backskiste zu verriegeln. Und da haben sie auch kein Balsa hier verbaut, sondern Ironwood, so ein tropisches Holz, und haben dann das Ironwood komplett separiert vom Balsa und haben das Ironwood aber auch vom Deck direkt reingebohrt. Also da war nichts irgendwie nochmal doppelte Löcher und dann mit angedickten Epoxy ausgegossen und so. Nee, das war so gemacht und man hat es halt in Kauf genommen, dass es irgendwann feucht wird, und hat es dann aber auch separiert vom Balsa, dass wenn das Ironwood feucht wird, dass nicht auch noch das Balsa feucht wird. Und diese Separierung, das sieht man, das ist ja alles ausgebrochen schon. Das sieht gut aus, das sieht trocken aus. Aber ob da jetzt doppelte Löcher drin sind, also hier wurde auch schon mal was gemacht. Guck mal, wenn du mal hier genau nachguckst von unten, dann siehst du, hier wurde auch schon mal aufgeschnitten, das Balsa rausgekratzt und neu laminiert. Oh nee, das sind doppelte Löcher. Oder geschlossene Löcher. Guck, wenn du jetzt hier so entlang kratsch und nicht so einhaken kannst und das so sauber runter geht. Aber am liebsten würde ich die Löcher frisch komplett viel größer bohren und noch einmal komplett mit Epoxy füllen und dann die Löcher neu bohren. Am liebsten.
an. Kommt mit mir in mein Dungeon. Also, mich hört man jetzt nicht so gut. Mittlerweile ist es jetzt hier alles voll mit Kosa, schön gefüllt. Ich molte das später nochmal auf, wie ich das jetzt genau gefüllt habe. Das ist jedenfalls alles so ein bisschen versetzt, also nicht wie Fuge mit so einem Kreuz, sondern alles versetzt. Teilweise auch hier mit so einer Nase. Jetzt sind so 2 große Bretter. Das ist Brett Nummer 5. Und da sieht man, wie das dann verzahnt wird. Das kommt dann quasi so rein und wird dann da so, das sieht man jetzt durch meine Hand nicht, wird dann da so reingeschoben hier und dann wird das richtig schön verzahnt. Das ist das letzte Brett oder das vorletzte Brett und dann noch Brett Nummer 9. Hier habe ich mir die Reihenfolge aufgeschrieben, warum die Bretter eingesetzt werden müssen, dass die Verzahnung einigermaßen passt. Hier habe ich auch noch mal so eine Nase, weil es hier, wenn man sich das anguckt, hier geht dann das richtige Balzer wieder los. Hier. Und da kriegt sich das richtig schön rein in das Bestehende. Ja. So sehen wir aus beim Schleifer. Ich mache jetzt einfach immer einmal so nass mehr, weißt du. So. Uiuiuiui. Das sieht ja gut aus. Ein bisschen hin hoch. Das hat sich schön angeschmiegt. Ein bisschen runter. Die Kante wird auch schön. Das war mit unser größtes und auch unerwartetes Projekt in unserer Zeit in der Marina. Aber davor und danach war auch einiges los und ab und zu haben wir euch auch ein bisschen mitgenommen. Sodele. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass an der Backskiste hier, dass die weich ist. Und deswegen haben wir da jetzt Löcher reingebohrt. Hat sich aber herausgestellt, dass das Balsa oder wahrscheinlich ist das Sperrholz drin, das ist so schichtig, dass es nicht weich ist, auch nicht nass, alles gut, sondern es hat sich von oben delaminiert, der Deckel. Jetzt ist der Plan, wir bohren da jetzt ganz viele Löcher rein, das sieht man schon, ich habe schon ein bisschen angefangen, und machen wir so richtig schönen Schweizer Käse und dann füllen wir das mit angedicktem oder mit ganz leicht angedicktem Epoxy aus, dass man also das ist wirklich ein Hohlraum. Wenn ich da jetzt reinbohre, merkt man das richtig, dass ich mit dem Bohrer durchs Holz durchkomme und dann ist ja nochmal so 2-3 mm nichts und dann komme ich erst auf die obere Laminatschicht. Da der Kim, die ist so bei der, ja, wir schrauben dann den Deckel weg, den Backskistendeckel, drehen rum und füllen dann durch die ganzen Löcher mit dem Epoxy.
dass wir den Hohlraum beseitigen können. Also der Hohlraum wird dann ausgeschäumt mit dem angedickten Epoxy. Und dann hoffen wir, dass es behoben ist. Was jetzt blöd ist, wir haben wirklich gedacht, dass das Balsa oder das Sperrholz feucht ist und haben Kosa-Platten gekauft, um quasi den Deckel komplett von unten aufzuschneiden, das nasse Holz rauszunehmen und dann das neue Zeug reinzubauen. Ja. Aber das ist jetzt auch eine Option. Gucken wir mal. So, jetzt sind wir am Segel reparieren. Das Vorsegel haben wir jetzt schon mal runtergeholt. Marius macht seine andere Arbeit, weil ich muss das Segel reparieren. Wir haben hier überall, obwohl wir einen neuen Sonnenschutz haben nähen lassen letztes Jahr von Arsch voll Geld, wurde das echt schlecht gemacht. Und ich habe hier überall am Vorlieg so richtig schöne große Risse. Bis zu halben Meter lang. Jetzt bin ich hier gerade am Nähen von dem Patch. Ich nähe das jetzt mit Sunbrella. Mache ich einfach die Patches drüber, dass das wieder gibt. Man hat ja sonst nichts zu tun den ganzen Tag. Ne? Krank bin ich auch. Wir waren am Samstag auf dem Fasching. Und am Sonntag waren wir eingeladen zum Sommerrollenessen. Irgendwo habe ich mich angesteckt. Marius hat sich auch ganz leicht angesteckt. Der kämpft aber noch dagegen an. Wird dann aber von mir wahrscheinlich extrem angesteckt. Lässt sich irgendwie nicht so ganz vermeiden, ne, wenn man zusammenlebt auf so engem Raum. Naja. Ich benutze so eine Smart oder Speed Stitch All. Ich blende es ein, wie es heißt. Wie heißt denn das? Ich weiß auch nicht, wie es heißt, das Ding. Stitch. Nee, Smart Stitching Oil oder sowas. Super praktisch. Ist echt ein Gamechanger. Ich sag dir, echt einfacher. Langsam habe ich den Dreh auch richtig raus. Ja, jetzt nehmen wir das mal. So. Ich war jetzt eben gerade Paket abholen. Ich habe endlich einen Airfryer. Ja. Ja, der Ninja Food Dual. Zeit wird's. Wir haben es von so viel gehört, es wäre der Gamechanger. Wir hatten ja eine Asbach uralte Mikrowelle, die kaputt war. Eigentlich ging sie noch, aber der Teller hat sich nicht mehr gedreht und wir benutzen keine Mikrowelle. Jetzt haben wir dann ein Loch in der Küche und deswegen kommt jetzt der Airfryer rein. Gib mal dein neues Spielzeug. Wie macht man Frauen glücklich, indem man ihr Haushaltsgerät umwälzt? Ich weiß nicht. Ich pack den jetzt auch nur hier draußen aus, weil wir eigentlich nur ausmessen müssen, ob wir noch ein Brett brauchen, um den dann festzuschrauben. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Brett gesägt habe ich es jetzt schon mit seiner Hilfe. Und jetzt müssen noch Löcher gebohrt werden. Und zwar ist das Brett für den Airfryer, den ich mir zu Weihnachten gegönnt habe. Und der wird den Platz, oder der hat schon den Platz eingenommen von der Mikrowelle, die da vorher stand und die da auch festgeschraubt war. Und wir würden den Airfryer gerne auch wieder festschrauben, aber der hat natürlich nicht die passenden Löcher. Deswegen muss da jetzt so eine Holzplatte dazwischen.
Da bin ich jetzt gerade dabei. Bin halt wieder ein bisschen zugenommen, ist ein bisschen doof, aber naja, sollen wir mal weiter. Ja, alles gut. Ich genieße ja ein bisschen eine Aussicht, ne? Ist ja super. Da hinten segelt einer, da ist einer, da ist einer. Perfekt. Ja, also neben den ganzen Projekten, unendlich viele haben wir auch einfach gar nicht gefilmt, ist das Leben dann doch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wir haben uns zwar am Anfang versprochen, dass genau das nicht passieren wird, aber ab Neujahr haben wir dann doch recht oft, eigentlich nur bis spät in die Nacht gearbeitet. Nur ab und an, da haben wir uns dann doch die Zeit genommen. Natürlich gab es aber auch nicht so schöne Momente. So waren zum Beispiel sowohl Marius als auch ich zwischendrin zu unterschiedlichen Zeiten krank. Ich habe mir noch einen Hexenschuss geholt. Marius hat dann noch gemeint, er muss sich mit dem Dingi anlegen und hat sich dann einen Tag vor eigentlicher Abfahrt noch eine Platzwunde zugezogen. Mussten wir noch ins Krankenhaus. Und natürlich, Riesenthema, das Wetter in Almería. Wir wussten ja, dass Almería recht windig ist. Das war uns vorher schon bewusst. Aber wir sind davon ausgegangen, dass mal ein Tag windig ist. Dann ist man wieder ein bisschen ruhiger. Dann ist man wieder 2 Tage windig. Dann ist man wieder ein bisschen ruhiger. Aber wir hatten wirklich von Januar bis Mitte Februar durchgehend 30 Knoten plus. Da waren vielleicht 1, 2 Tage, wo es mal ein bisschen ruhiger war. Wo man so ein bisschen Verschnaufspause bekommen hat. Aber das war irgendwann schlägt das recht übel auf die Laune. Und selbst die Einheimischen haben gesagt, das ist nicht normal. Das war noch nie so, dass es so lange, so krass am Stück windet. Jeder war nur noch gefrustet, alle waren nur noch schlecht drauf. Man konnte nichts richtig arbeiten. Wir sind ja nicht die Einzigen in der Marina gewesen, die irgendwas an ihrem Boot erledigen wollten. Es war einfach unmöglich, irgendwas zu machen. Und an einem Tag waren sogar 66 Knoten vorausgesagt. Und an dem Tag habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Die Mooring, ich hoffe, sie hält. Alter. Ah. Oh. Wir haben es jetzt 14:36 Uhr. Wir sind so bei 26, 27, 25 Knoten Wind. Der große Sturm scheint nicht zu kommen. Wir sind ja dann noch 1,5 Stunden gestern im Regen.
draußen rumgerannt. Wir waren so pitschnass, also wirklich bis auf die Knochen pitschnass. Haben nochmal die Mooring nachgezogen, haben noch 2 Springen gelegt, haben das Dingi nochmal an einem zweiten Leine festgemacht und. Also wir sind da rumgesprungen und haben die Fender alle nochmal ein bisschen weiter hoch gemacht, weil wir festgestellt haben, dass wir beim Nachbar so schräg rankommen. Also wir sind so, haben uns so hochgeschaukelt mit dem Boot. Naja, jetzt haben wir vorhin, ist dann der Marius mit unserem Nachbar mal das Boot nebendran angucken gegangen. Der gute Mann, der da wohnt, der ist nämlich gerade im Krankenhaus. Und dessen Nachbar hat eine Holz-Bumper, Stopper, Zierleiste. Da ist der Fender anscheinend geplatzt und er hat sich da richtig ordentlich aufgeschuppert. Also wenn ich es gefilmt bekomme, zeige ich es auch mal. Ich habe es selber auch noch nicht gesehen. Ja, aber ansonsten scheint es allen ganz gut zu gehen. Booten, Menschen sowieso. Menschen passiert da ja nicht viel. Aber gut. Also heute Morgen waren es ja mal kurz 53 Knoten. Aber der ist ein riesen Sturm mit 66 Knoten. Der ist Gott sei Dank jetzt erstmal nicht gekommen. Ich hoffe, er kommt auch einfach nicht. Ja, wir werden es sehen. Total. Es ist immer noch laut, weil bei sämtlichen Booten die Felle knallen wie blöd. By the way, wenn das mal Segler gucken und ihr wisst, ihr geht vom Boot oder so, macht doch einfach eure Felle fest. Das ist so nervig. Bei uns hört man nie irgendeinen Fall knallen. Also es scheint ja physisch möglich zu sein, die Felle festzumachen. Egal. Ich bin jetzt gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Und beim Zurücklaufen wurde es schon wieder stärker mit dem Wind. Jetzt sind wir bei so 35 bis 38 Knoten. Ich hoffe, Ärger wird es nicht, aber gut. Also jetzt liegt anscheinend auch mal ein bisschen los. Ja, war ja dann doch recht harmlos und wir sind nochmal richtig glimpflich davon gekommen. Alles in allem, muss ich sagen, sind wir eigentlich aber doch froh, dass wir in Almerimar waren. Wir hatten rückblickend eine echt gute Zeit. Wir haben super nette Leute kennengelernt. Ihr wisst, wer ihr seid, fühlt euch gegrüßt. Wir haben unsere Sachen machen können, wir haben gearbeitet. Wir sind mehr oder weniger fertig geworden. Also dieser eine Monat, der fehlt halt leider irgendwie. Aber die gröbsten Sachen haben wir fertig bekommen. Wir wissen aber nicht, ob wir nochmal nach Almerimar gehen würden über den Winter. Ja, und wie ihr hinter mir erkennen könnt, ne, wie gesagt, wir sind ja nicht mehr in der Marina, wir sind gerade vor Formentera. Wir liegen jetzt hier schon fast eine Woche, also uns gefällt Formentera sehr. Wir waren aber auch schon auf Ibiza. Da haben wir euch ein bisschen mitgenommen und das seht ihr dann aber im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuschauen und bis bald.